Diese Nadel bringt überhaupt nichts. Darf man denn auch Feuerzeug benutzen? Ja. Danke. Wieso? Squid Game war ein weltweites Phänomen. Aber wir haben uns gefragt, wie realistisch ist die Serie wirklich? Und weil wir das nicht alleine beantworten wollten, haben wir uns 2 Expertinnen dazu geholt, die uns helfen. Dr. Lee ist habilitierte Kultur- und Medienwissenschaftlerin mit Schwerpunkt auf koreanischen Filmen und extra aus London zugeschaltet. Und So-Jung studiert Kultur und Technik an der TU Berlin und ist heute bei mir im Studio, um all unseren Fragen auf den Grund zu gehen. Aber erst einmal ein bisschen Werbung. Vodafone hat nämlich im Moment eine super Aktion am Start. Ab jetzt bekommst du Netflix innerhalb des GigaTV-Angebots mit dazu, egal ob du schon bei Netflix bist oder den Dienst erst neu ausprobieren willst. Mehr Infos dazu haben wir in unserer Description-Box verlinkt. Schau doch gerne mal rein. Willst du wissen, wer gewinnt? Dann hol dir GigaTV. Da ist jetzt Netflix inklusive. Alle Spieler zum Set. Für nur 19,99 €. Das volle Programm auf einer Plattform. GigaTV, jetzt inklusive Netflix. Together we can. Ich habe gerade die Wächter belauscht. Auf GigaTV gibt es 2500 Filme auf Abruf, sogar in HD. Aber Tteokbokki schmeckt viel besser. Mama will nicht, dass ich sowas esse, weil es angeblich Junkfood ist. Lass es dir schmecken. Das sind so kleine, ja, ich sag mal so röhrchenförmige Snacks. Aus was besteht das genau oder warum ist das so lecker? Tteokbokki ist eigentlich Fast Food, koreanischer Fast Food. Es besteht aus Reiskuchen. Ist eigentlich ähnlich so wie Currywurst im deutschen Stand, ne? So auf der Straße können die das kriegen. Von der Konsistenz her ist ganz interessant. Ich habe mal auch für meinen deutschen Freunden gekocht und die fanden das, manche fanden das unangenehm, wie das sich anfühlt, aber manche lieben das auch. Und die Konsistenz ist dann eher quasi so gummimäßig oder auch so, dass man so crispy abbeißt? Wie von Nee, so ein bisschen gummimäßig. Ah, okay, ja, deswegen ist das vielleicht ein bisschen ungewohnt, wenn man so ein Reiskeks erwartet und dann kommt so ein Gummi eher. Ja, ganz genau. Das lässt mich an früher denken. Ist quasi diese Box eigentlich so eine Schulbox? Also würde man sowas seinen Kindern mitgeben oder ist das was man vielleicht auch als erwachsene Person mit zur Arbeit nehmen würde? Es gab Lunchboxes in der Art in den 80er Jahren und 70er Jahren. Ich bin informiert, dass nach dem erfolgreichen Squid Games gibt es jetzt so Nostalgia, deshalb es gäbe so ein paar Läden, die sowas liefern. Der Grund, warum diese Lunchboxen aus Metall gemacht worden ist, koreanisches Essen wird ja selten kalt gegessen. Und dann gab es dann in Klassenräumen so einen Heizofen in der Mitte und da werden diese Lunchboxen aufgestapelt, damit die halt warm, damit das Essen warm bleibt. Sie haben 5 Minuten Zeit, es bis zum Ziel zu schaffen. Wer es geschafft hat, kommt weiter. Das Spiel beginnt jetzt. Rotes Licht, grünes Licht. In der ersten Folge wird ja rotes Licht, grünes Licht gespielt. Ist das quasi das echte Kinderspiel? Also außer natürlich, dass am Ende alle erschossen werden, aber quasi diese Grundidee. Die Spielregeln sind so ein bisschen modifiziert, sodass da ein Raum für Gewalt entstehen kann. Okay. Also diese Puppe da vorne ist ein Spieler oder eine Spielerin, die dann das ganze Spiel steuert. Und sagt den Satz, 무궁화 꽃이 피었습니다. Der Titel des Spiels ist eigentlich übersetzbar, Hibiskus hat geblüht. 무궁화꽃, Hibiskus ist eigentlich auch eine Nationalblume. Diese Hibiskus hat geblüht, hat eine besondere kulturelle Konnotation. Die SpielerInnen, die dann in der Bewegung erwischt werden, dann werden natürlich nicht erschossen, sondern kommen dann nach vorne zur Schule und dann stellen sie auf, an Schule angebunden, so mit Finger. Und die anderen SpielerInnen haben dann die Aufgabe, diese Gefangene zu befreien.
War das bei dem Dalgona-Spiel zum Beispiel auch so? Das hat man ja richtig oft auch vor allem im Internet gesehen, dass Leute diese Challenge nachgemacht haben. Also Dalgona, dieses Spiel, wo man aus dem Keks mit einer Nadel irgendwie eine Form rauspulen muss. Macht man das auch in Südkorea? Also ist das wirklich so ein beliebtes Spiel? Als ich in der Schule war, in der Grundschule vor 20 Jahren oder so, hatten wir so meistens eine ältere Dame, die dann vor der Schule Dalgonas verkauft hat. Da ist dann halt der Deal zwischen der Verkäuferin und den Kindern. Wenn die Kinder das schaffen, dieses Zeichen auszuarbeiten, ohne es zu brechen, dann kriegen die noch eins umsonst. Ich habe auch gelesen, dass ein Meister, der sowas verkauft hat auf der Straße, der ist auch jetzt erfolgreich geworden nach dem Erfolg der Serien. Das Tintenfischspiel. Es wurde so genannt, weil die Markierungen wie ein Tintenfisch aussahen. Die Regeln waren einfach. Wie ist das mit dem Squid Game? Ist das ein beliebtes Kinderspiel in Südkorea? Also ich persönlich kannte das Spiel nicht, bevor die Serie rauskam. Ich habe mal in meinem Freundeskreis gefragt, ob die schon mal von Squid Game gehört hatten, bevor die Serie rauskam, aber niemand kannte das. Und ich gehe mal davon aus, dass dieses Spiel von Elterngenerationen beliebt war oder es gibt natürlich auch regionale Unterschiede, was und wie und wo gespielt wird. Der Regisseur, ne? Der diese Serien produziert hat, ist jetzt, glaube ich, so circa um 60 rum, ne, in seinem Alter. Und ich glaube, all diese Spiele stammen aus dieser Zeit, aus seiner Kindheit. Ujingo Game, ich glaube, da hat auch die Fantasie von dem Regisseur auch eine Rolle gespielt. Hallo. Was machen Sie denn da? Sprich nicht mit mir, ich komme sonst ganz durcheinander. Wie sieht das so in der koreanischen Gesellschaft aus? Also wie ist sozusagen der Blick auf ältere Menschen oder die Beziehung zu älteren Menschen, zwischen Jüngeren und Älteren? Korea ist eine sehr hierarchisierte Gesellschaft und da spielt das Alter eine große Rolle in der Hierarchie und ältere Menschen haben sozusagen das Sagen. Es reicht, wenn eine Person 1 oder 2 Jahre älter ist als ich. Also die werden respektiert, egal was die sagen, manchmal auch so undicht. Ist das auch im Freundeskreis so? Also wenn du jetzt quasi eine Freundin hast, die irgendwie 2 Jahre älter ist, dann würdest du eher ihrer Meinung oder quasi in dieser gesellschaftlichen Ansicht, würdest du ihrer Meinung mehr vertrauen? In der Tat. Alle hier Anwesenden stehen mit einer riesigen Schuldensumme am Abgrund. Sie können zurückkehren und den Rest ihres Lebens von den Gläubigern verfolgt elendig dahin vegetieren oder diese einmalige Chance, die ihnen hier geboten wird, ergreifen. Ich habe mich gefragt, welchen Stellenwert hat die Familie in der koreanischen Gesellschaft? Ist das auch so, wie es in der Serie dargestellt wird? Also es ist eine sehr enge Verbindung? Korea ist keine Sozialstaat in dem Sinne, wie das Deutschland oder europäische Länder so sind. Wenn man keine adäquate Sozialpolitik hat, dann hat man gar keine andere Möglichkeit außer Familienunterstützung. Ich glaube, jetzt ist die Familie in koreanischer Gesellschaft im Umbruch. Ne? Es gibt nicht mehr diese Tradition, wo man sich auf Familie verlassen kann, ne? Aber auch kein richtiger Sozialstaat. Ne? Deshalb sind so viele Leute gerade in Squid Game so in dieses Spiel reingefallen. Ne? Wir haben ja noch was vor. Wir haben ja eben schon über die Dalgona Challenge oder die Dalgona Kekse gesprochen. Wir haben 10 Minuten Zeit, um aus diesen Keksen diese Form hier rauszuschaben mit einer Nadel. Ich würde sagen, wir legen los. Die 10 Minuten laufen ab jetzt. Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Hast du schon eine Taktik? Das ist schon ziemlich lange her. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt... Diese Nadel bringt überhaupt nichts. Ja, krass, ich habe gerade mit der Nadel, ich habe einfach so eine Form gerade abgemacht. Ich bin Naturtalent in diesem Spiel. Darf man denn auch Feuerzeug benutzen oder ist es verboten? Ja. Danke. Wieso? Das muss ich gleich auch mal... Oh Gott, du bist ja richtig schnell jetzt damit. Und leckt er das nicht von hinten irgendwie an? Bist du eigentlich schon durch mit deinem Stern da, oder? Oh.